Hier an der Uni Würzburg befassen wir uns mit Alltagskultur. Wusstet ihr, dass man in der Kulturforschung sogar gärtnert? Wir nennen das Multispecies Gardening und es ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir in unserem Studium der europäischen Ethnologie machen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Themen wie Social Media, unseren Umgang mit Tieren in der Gesellschaft und Fragen von Tierethik bis hin zu moralischen Ordnungen, die unser Zusammenleben prägen. Wie beeinflussen Netflix, TikTok und Instagram, wie wir uns selbst und andere sehen? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Und genau da setzt unser Fach an. Hier lernen wir, wie Cyborgs und andere Monster uns helfen können, die vermeintlichen Grenzen zwischen Maschine und Mensch, Natur und Kultur zu hinterfragen. Solche Figuren wie Frankenstein oder auch wie hier Cyborgs helfen uns zu verstehen, wie Gesellschaften ticken, aber auch, wo sie ihre klaren Grenzen ziehen. Und manchmal werden wir auch selbst kreativ. Beispielsweise analysieren wir, wie das Monströse in der Popkultur dargestellt wird. Hier erleben wir Theorie und Praxis hautnah. Auch an uns selbst. Sag mal, Carla, was war denn für dich das Spannendste an unserem Studium? Boah, ich finde das am tollsten, wie unglaublich vielfältig die Ethno ist. Weißt du, wir lernen, wie man Interviews führt, wie man historische Quellen auswertet, wie man digitale Medien analysiert und trotzdem ist da noch total viel Platz, sich selbst in seine eigenen Themen mit einzubringen. Also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es vor allem cool, wie gut wir globale Zusammenhänge erleben und dass wir aber auch Antworten darauf erzeugen und erörtern können. Ihr seht schon, in der Ethno sind wir wirklich nah an täglichen Gesellschaftsthemen dran, mit kritischem Blick und viel Neugier. Theater, Museen, NGOs, Beratung, Umweltforschung, Stadtentwicklung. Unser Studium öffnet uns super viele Türen. Und manchmal werden wir auch einfach ProfessorInnen.